introduction from the scriptures and a little bit from the spirit of prophecy. Gestern haben wir unser erster Teil gehabt, ein Teil von der Heilige Schrift und auch von der Geist der Weissagung. Yes, from those that were here yesterday, we saw that country living is not a new thing or something we just have to hasten to enter in because there will be a time where we cannot buy nor sell. Für diejenigen, die gestern da waren, wir haben gesehen, dass es nicht etwas Neues ist, was wir jetzt präsentieren. It's not just because there is a time that is coming, we know, prophecy tells us we will not be able to buy nor sell. Es ist nicht nur, weil wir wissen von der Prophezeiung her, dass wir eine Zeit bekommen, wo wir nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Now, this is true with everything God says and presents to us as truth. Natürlich, es ist Wahrheit und alles, was uns bekannt gemacht worden ist. With one thing, God achieves more than one end. He blesses us in many ways. Und was meinst du jetzt damit? God blesses us with one. He asks us to do one thing, we do it. Okay. So, Gott fragt uns etwas zu tun und wenn wir es dann tun, the results are not just one particular blessing, they are manifold blessings. Und dann die Resultate sind nicht nur einen Segen, aber mehrere. And this is true also when we do things that are not in harmony with the Word of God. Und das ist genauso, wenn wir etwas machen, was nicht harmoniert mit der Heiligen Schrift. The consequences are also for here and for eternity. Also die Konsequenzen sind auch für heute, für jetzt und auch aber für die Ewigkeit. The basis for country living or following or living in a place where that God has made for us. So, die Basis, sagt man das, Basis oder die Grundlage für for living in a place that God has prepared us. Das für einen Platz, wo Gott und für das Landleben, genau, das habe ich gesucht, für das Landleben. It is to live where God, in a surrounding that God has made. Ist da zu leben in einer Umgebung, was Gott gemacht hat. Now we understand as Adventists that the health message is part of the three angels' messages. Und wir verstehen als Adventisten, dass die Gesundheitsbotschaft ein Teil ist von der Drei-Engel-Botschaft. It's included in the first angel message. Es ist inklusiv bei der dritten Engelbotschaft. Fear God. Bei der ersten, Entschuldigung. Fürchte Gott. To fear God means to obey Him. Und Gott zu fürchten bedeutet, ihm zu gehorsamen. To give glory to Him. Und ihm zu verherrlichen. What is that? Und was bedeutet das? To glory Him through our lives, to our lifestyle, our bodies. Und ihm zu verherrlichen durch unseren Lebensstil und unser Körper. So we can stand in the day of judgment. Dass wir auch stehen können in das Gericht. And to offer Him the true worship, a living sacrifice. Und dass wir ihm auch das bringen, die wahre Anbetung. Das ist ein lebendiges Opfer. And we can go through this way with the whole health principles through the three angels' messages. Und wir können diesen Weg ganz gehen durch die Gesundheitsbotschaft, der ganze Weg von der Drei-Engel-Botschaft. It is really building for eternity. Es ist wirklich etwas aufbauen für die Ewigkeit. Character. Charakter. What is character? Und was ist Charakter? Character is a result. Charakter ist ein Resultat. Of what? Von was? Of thoughts. Von Gedanken and feelings. Und Gefühlens. Yes, thought and feelings makes moral character. So, Gedanken und Gefühlens, das macht Charakter. Now, what we live and where we live. So, wo wir leben und how we live and wie wir leben und wo wir leben. Do have an impact on our health, on our life, on our moods and thoughts. Und die werden einen Einfluss haben auf unsere Gemüt und auch auf unsere Gedanken und Handelsweise, Gesundheit. There is no better preparation for the final crisis than to obey God from the very early stage, and that's what we call the beginning. So, es gibt keinen besseren Weg, als Gott einfach zu gehorsamen von Anfang an. In the beginning, God created the heaven and the earth. Und Gott hat Himmel und Erden geschaffen.
am Anfang. All things were wonderful. Alle Dinge, die er geschaffen hat, waren wunderbar. Now here in Genesis 3, from verse 15, we're told about after the fall, the plan God had already prepared before, but this plan was unfolded after the fall. So in 1. Moses 3,15, wir lesen das Plan Gottes, das er gehabt hat. Now we're not going to read every word in those verses, but Wir werden just nicht alles lesen, verse 15, Genesis 3:15. nur die Verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Okay, ich werde Feindschaft setzen zwischen dein Samen und dem Samen des Weibes und ich weiß nicht, wie man es sagt in Deutsch. Und der Same deines. Oh ja, Entschuldigung, kannst du es weiterlesen? Okay, and now we know this is really the gospel in a nutshell. Und das ist wirklich das Evangelium in einer Nussschale. Verse 17, the Lord said unto Adam, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Und dann Vers 17, es sagt, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat of the herb of the field. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Okay, in verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. So Vers 19 sagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. And verse 23, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Vers 23, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. The occupation Adam and Eve left in Eden, So die Aufgabe, die sie in der Garten Eden verlassen haben, they turned their back and they were taken out of the Garden of Eden. sie haben ihre Rücke dazu gekehrt und sie musste But God Eden gave them verlassen. to continue on the same basis. The plan of God to build them character that would stand for eternity did not change. Aber den Plan Gottes, um ihr Charakter zu formen, das hat sich nicht geändert. And verse 23 we read again, it says, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So Vers 23 wieder, so schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Now we know as time went on, the crisis got worse. So wenn die Zeit verstrich, wurde die Krise schlimmer. Genesis 6 verse 2 says that the sons of God, who were they? Who are the sons of God? So in 1. Mose 6, Vers 2, da heißt es, dass es die Menschensöhne oder Gottessöhne. Who Wie are waren the das? sons of God in the Bible? Not in the human tradition So nicht or in die beliefs. menschlichen Traditionen. What is the son of God? How do we know? Wie können wir wissen? Well, I need a Bible verse. Ich brauche einen Bibeltext. Who are the sons of God? Wer waren die Söhne Gottes? Adam und Eva haben noch, ich weiß nicht jetzt wer, Sohn und Töchter gewährt. Okay, yeah, but we need to have some Bible verses here. Wir brauchen einen Bibeltext. See, we have to be in the habits
It's not what I think, Wir it's not müssen- what I hear, it's Wir müssen die not what I Gewohnheit believe. haben, es ist nicht das, was ich It's denke not oder what was ich the glaube. priest or Es the ist nicht, was der pastor Priester oder der Prediger or sagt the book says. It's oder what was the die Bible Bücher says. sagen. Es ist wichtig, was sagt Okay. die Bibel. Now, anybody has a Bible verse here? Hat jemand einen Bibeltext, um es Okay. zu bestätigen? 28. Okay. Ja, 30, Entschuldigung. 5, Vers 30. Okay. You can read it. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Sein ganzes Alter wird 777 Jahre und starb. Okay, I have, this is a good verse. I have a better Das ist one, eine gute more clear. Bibeltext, aber ich habe eine Romans andere. 8:14. Römer 8,14. Okay, it says here, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Mhm. Okay? Do you see how the Bible explains the Bible? So sagt 8, Vers Romans 13. 8:14, yes? As Äh, many as are led by the Spirit of God, they are the 14. sons of God. 8,14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Okay? And then he says they saw the daughters of men. Und sie sahen die Töchter, Menschentöchter. Who are the daughters of men? Und wer waren das? Daughters of men are daughters of men. Are ladies. Nice ladies. It says they were fair. Those Es are waren nice looking ladies. schön aussehende Frauen. Okay? They were a trap to who? To God's people. Und sie waren eine Falle für das Volk Gottes. Did that happen again in Israel Ist later es on? schon mal ist es später auch passiert? What did Balaam story? Was ist Reminds mit rings a bell in your mind somewhere? Balaam? Yes. What happened there? The Moabites, what happened? Was ist da passiert? They went into the camp and Sie- they sent their most beautiful ladies to allure the men, to have them sin, and then Satan could Sie attack. haben schöne Frauen im Kampf, wie sagt man das, geschickt und da haben sie dann diese Männer verführt Ja. zur Sünde. Yes, you see, when sin entered the camp, Wenn Sünde in den Stamm, sagt man Stamm, Balaam Kommt. could not curse Israel. Baal konnte nicht Israel verfluchen. Why? Warum? Because God surrounded the camp with his arm. Weil Gott sein Volk beschützt hat mit seinem Arm. But when sin entered, Aber wenn what happened? Sünde reingekommen ist, was ist dann God passiert? removed his arm. Dann musste Gott And seine then Hand the wegnehmen. plague entered. Und dann kamen die By the Plagen. way, God was still in control. Und trotzdem war Gott noch immer unter The plague Kontrolle. didn't kill everybody. Aber The der plague did not Plag just hat kill nicht, everybody. das ganze Volk getötet, Genesis umgebracht. 6:7, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Und dann sagt es Vers 7, und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. In verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Und Vers 5 sagt, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde. And in verse 13, God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, Und for es, the earth is filled with violence through them. okay, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleißes ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Gewalttat erfüllt. Verse 14, make thee an ark of gopher wood, So in Vers 14, mache dir ein Arche aus Tannenholz. okay? And now in Matthew 24:37, Jesus says, makes a parallel with the days of Noah. Und jetzt in Matthäus 24 macht er einen Vergleich mit den Tagen von Noah. Jesus Okay. macht einen It Vergleich. says, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Vers 37 heißt es, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein.
And 1 Peter 3:20. Now this is a very wonderful verse. It says, in the days of Noah, while the ark was preparing, so as they were preparing the ark, Das ist ein wunderschöner Text. wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Okay, hier from sagt the es, water. in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenigen, nämlich 8 Seele, hindurchgerettet wurde durch das Wasser. Mhm. So what do we discover here? Was haben wir hier jetzt entdeckt? In the days of Noah, what happened? In den Tagen von Noah, was ist da There was passiert? one man that received a command, and that was to build an ark. Da war ein Mann, die hat ein You build an ark? wie sagt man, Command, einen Auftrag bekommen, um eine Arche zu bauen. Okay, what would have happened if Noah would have kept busy doing whatever, even preaching the end of times, the flood, and he would not have built an ark? Was wäre passiert gewesen, wenn Noah alles mögliche andere Sachen gemacht hat und auch vielleicht gepredigt, aber er hat nicht den Arche gebaut? Everlasting consequences. Eine ewige Konsequenz oder Folge. Satan would have loved that. Satan würde das geliebt haben. Jesus could not have come. Jesus hätte nicht kommen können. Jesus could only come because Noah obeyed the voice of God and he built the ark. Jesus konnte nur kommen, weil Noach gehorsam gewesen war und den Arch gebaut hat. Now this was a type. Jesus says, as in the days of Noah. So, dies war ein Typ. Eine Type, sagt man das? Mhm, Ein Type, yeah. a type. Jesus sagt Typus, sagt man Typus? So wie in den Tagen von Noah. Now, can it be, as this is a type, can it be that at the antitype, we may have the same problem? Kann es sein, dass wenn Same das situation. jetzt der Typus ist, dass in der Antitypus, da wird eine gleiche Situation sein? You see, the Bible teaches by type and antitype all the way through the Bible. So, die Bibel lernt uns durchaus die ganze Bibel mit Typus und Antitypus. We have to begin to open our eyes and to discover the types and the antitype of everything that God has placed in the Bible. Wir müssen unsere Augen öffnen, um die Typus und Antitypus, die Gott in die Bibel hineingelegt hat, um die zu verstehen und zu sehen. Can it be that if the last generation does not prepare an ark, the antitype of this ark, can it be that Jesus cannot come? Kann es sein, dass jetzt diese letzte Generation, die nicht diesen Antitypus, diese Arche baut, dass das der Grund sein kann, dass Jesus nicht zurückkommen kann? Now, preaching is very important, Predigen ist sehr wichtig. and we have to do the best we can by Wir the müssen grace uns of God. Bestes tun mit der Gnade Gottes, mit seiner But is Hilfe. preaching enough for Aber- this particular situation? Aber ist Predigen, reicht das für diese Gelegenheit, für diese Situation? For Noah, it would not have been enough to build an ark, to just preach about the flood. Für Noach, es würde nicht ausreichen, nur über einen Flut zu sprechen oder zu predigen. But today, we have both to preach and to act on our preaching. It has to be present truth. Aber heute müssen wir predigen, aber auch danach handeln in dieser Wahrheit, gegenwärtige Wahrheit. Here we have the servant of God tells us about what he's about to be. Hier sagt Ellen White, was kommen wird. She says, serious times are before us, and there is a great need for the families to get out of the cities into the country. Ernste Zeiten stehen vor uns und es ist eine große Not für die Familie, dass sie aus die Städte hinausgehen aufs Land. In another passage, she says, educate our people to get out of the cities into the country. Unterrichte die Menschen, dass sie aus den Städten aufs Land ziehen, Where they can obtain a small piece of land and make a home for themselves and their children. wo sie ein Stückchen Land haben werden und sie einen Heim
für sich selbst haben, wo sie ihre Kinder erziehen können. Is this an ark? Obtain Do a you small see piece the of land ark and make here? a home for themselves and their children. Not it's here. Sieht man hier eine Eiche? Mhm. Ja, This is an ark, friend. das ist eine Eiche, meine Freunde. It says to parents who are living in the cities, the Lord is sending the warning cry. Für die Eltern, die jetzt, die in der Städte leben, der Herr schickt eine Warnungsruf oder ja, eine Warnungsbotschaft. Do you have ears to hear? Habt ihr Ohren zu hören? What does it say here? Was sagt es hier? It says the Lord is sending the warning cry. Der Herr schickt eine It's Warnungsbotschaft. not Ellen White. Es ist nicht Ellen White, It's not Daniel Garcia es ist auch nicht Daniel Garcia or anybody else. oder wer dann auch. It's the Lord. Es ist der Herr. And what does it say? Und was sagt es? Gather your children into your own houses. Sammel deine Kinder in eure eigenen Häuser. How was it in Egypt? Wie war es in Ägypten? The night when the angel passed over the houses. In der Nacht, als die Engel über die Häuser gegangen ist That you paint the blood of the lamb over the post of the door. und dass sie das Blut an der Türposte zeichnen musste. And they had to keep everybody in the house. Und dass sie alle im Haus bleiben mussten. That was the type. Das war der A figure. Typus. Das Figur? Yes. Figur. It's a type for our time. Das war ein Typus für unsere Zeit. Just gather them away from those who are disregarding the commandments of God. Ja, nehm sie weg von denen, die die Gesetze von Gott nicht beachten. Get out of the cities as fast as possible. Geh aus die Städte schnell als möglich. How fast? Wie schnell? As fast as possible. So schnell wie möglich. It says, if we place ourselves under objectionable influences, can we expect God to work a miracle to undo the results of our wrong course of action? Wenn wir uns selbst unter schlechte Einflüsse, wenn wir uns selbst unter schlechte Einflüsse stellen, können wir dann erwarten von Gott, dass er ein Wunder tut für die Resultate von unseren eigenen Fehlern? No, indeed. Get out of the cities as soon as possible and purchase a little piece of land where you can have a garden. Nein, sicherlich nicht. Geh weg aus den Städten, so schnell wie es geht, und sorg, dass du ein Stückchen Land hast, wo du deinen eigenen Garten haben kannst. You know, this was written in 1903. Dies war geschrieben in 1903. Now, God's people have not heard the warning cry of God. Und Gottes Volk hat nicht den Warnungsruf gehört. We have been very busy with a lot of things, Wir waren sehr beschäftigt mit anderen Sachen even busy with truth. und selbst damit beschäftigt mit Wahrheit. But truth is not enough. Aber die Wahrheit reicht nicht It has aus. to be truth as it is in Jesus. Es muss Wahrheit sein, die in Jesus How is ist. truth as it is in Jesus? What Und- is it like? Und wie ist diese Wahrheit, die wir in Jesus haben? Well, you have to turn to Jesus at Gethsemane, for example. Wir müssen zum Beispiel nach Jesus gehen in Gethsemane. He's crying there. Er weint da. Yes, he's not crying, but Oder crying to God. Er schreit zu Gott And he says, Father, und er sagt, if it be possible als wenn es möglich ist, for this cup to pass from me, dass dieser Becher mir But not- vorbeigeht, but not my will, aber nicht mein Wille, but thy will be done. sondern dein Wille geschehe. That's the attitude we have to have all the way through our lives. In Das ist every eine- decision. Das ist eine Einstellung, die wir in unserem ganzen Leben brauchen, bei jeder Entscheidung. Now, if this is true here, Und wenn das Wahrheit ist, was wir and hier if lesen, this is a command of God, und wenn das ein Gesetz and Gottes it ist, is, und es ist ein Gesetz and if Gottes, we understand the plan, the overall plan of God for our whole life, und wenn wir das Plan, alle Pläne über unser Leben verstehen, then we should do one thing.
dann sollten wir eine Sache tun. We should obey God. Wir sollten Gott gehorsam sein. Well, this is a privilege I have to have followed God's plan and Und to es- be in a country. Und with es ist my ein family. Vorrecht für mich, dass ich und meine Familie aufs Land leben können. And my wife and my 2 boys Das ist meine Frau und die 2 Kinder, 2 Jungs. working in the garden together. Wir arbeiten zusammen im Garten. Now we're not alone Wir sind nicht alleine, because it is also God's plan to bring others with you on this blessed place. und es ist nämlich auch Gottes Plan, dass wir anderen mitnehmen zu diesem gesegneten Platz. And we are tilling the land, tilling the soil. Und wir verbauen God said. wie sagt man das, der Grund, oder wie sagt man das in Deutsch? Tilling in the Ja, morning. ja, ja. Bearbeiten das Land, ja, oder der Boden. Yeah, there's a particular word anyway. Ja, Here we are tilling potatoes. das sind die Kartoffeln. Now, when you do that, what do you get? Und wenn man das macht, was bekommt man? You get all the remedies God has provided for Du us to be bekommst healthy. alle Heilmittel, die Gott uns gegeben hat, um gesund zu sein. You have good nutrition. Du bekommst gute Nahrung, We have sunshine, Sonnenschein, exercise. Übungen, What else? frische Luft Sweat. Sweat. und Schweiß. Okay, sweat is important for health. Das ist sehr gesund für We have gut. fresh air at night. Frische we Luft. are, so we go to sleep well. Build your own nutrition. Sorry. You build your own nutrition. Yes, you have good Yes. nutrition, the best in the world. You have fresh Wir haben die food. beste Bewegung ist noch ganz wichtig. Exercise, yes, sweat, Exercise. exercise. You got everything. alles And ist drin. By the way, you have one remedy which is not usually given. It's part of the, we say 8 remedies, there are actually 9. Das You're eine, die fine. nicht angegeben wurde, ist bei der natürlichen Heilmittel. You will everywhere find 8, but really Ellen Überall- White gives a 9. Überall liest man nur von 8, aber eigentlich schreibt Schwester White von 9 Heilmitteln. Somehow the people who made those list of 8, Diejenigen, die missed diese that one. Liste gemacht haben, die haben eine verpasst. It's a very important Das one. ist eine sehr wichtige. And the Lord calls it beautiful surroundings. Und der Herr nennt es schöne Umgebung. Yeah, it's left out somewhere. Es ist irgendwie verloren We gegangen. don't leave it out. Aber wir sollen es nicht außer Acht lassen. Can you be happy with living with a grey wall across your window? Kannst du glücklich sein, wenn man aus dem Fenster schaut, nur eine Mauer vor dir siehst? Not so. Nicht so. Ich wollte etwas sagen, sagt man, optischer Stress. Wenn man in der Stadt lebt, sagt man optischer Stress. Yes. Amen. Ja. Yes. Mhm. So it is part of the remedies. So we So list 9 remedies. So, es ist ein Teil davon und so eigentlich haben wir 9 Heilmittel. Yeah, this is more of the people working with us. Das some sind of ein the bisschen students mehr, and mehr helpers. Menschen, die da arbeiten. This was a carrot field that was left a bit while. It's not Es ist ein abandoned, it's Karottenfeld. just on purpose. When carrots have a certain stage, we just let the weeds grow. So die Karotten, wenn die ein bisschen größer werden, wir lassen dann auch das Unkraut einfach wachsen. It protects them when it's heavy rain or just before the harvest when it gets cold. Okay. We just let the weeds grow in the winter. Das beschützt sie für zu starken Regen oder wenn es zu kalt wird. Here is again a message. It says, "Out of the cities," and my message at this time. Aus den Städten, das ist meine Botschaft für diese Zeit. Now, some people understand that because they live in a suburb, they live in a country. Manche meinen, dass wenn sie irgendwie in einen wie sagt man das, einen Randteil wohnen, dass sie dann auf das Land leben. But God gives very specific direction instructions to His people. Aber Gott hat uns ganz klare Richtlinien, Instruktions oder Richtlinien gegeben, was Yes. Landleben ist. She says, "Be assured that the call is for our people to locate miles away from the large cities." Sei versichert, dass dieser Ruf die Menschen, be assured that the call is for our people. Sei sicher, dass dieser Ruf ist für unser Volk, dass sie sich Kilometer weit entfernen von den großen Städten. This is written in 1904. Das ist in 1904 geschrieben. San Francisco was in bad shape.
San Francisco war damals in They had an nicht so earthquake guter back there. Zustand. Da war ein Erdbeben. I just learned that last month in California they voted laws that gays can and homosexual can get married officially. Und ich habe gerade gehört, dass in Amerika so, ist es in Amerika oder wo ist das? California. Und in Kalifornien, dass so Homosexuelle und Lesbien, dass sie einfach offiziell auch heiraten dürfen. And a few, maybe 3 weeks ago, Und 3 Wochen her, there Zurück. were lightnings Da war- coming down from heaven, da war Lichtblitzen vom and Himmel it ignited runtergekommen. the dry grass. Und was hat? It put fire. Oh, es hat das Gras zum Feuer gebracht. Hasn't happened before. Und Like das that. ist nie davor passiert. Like that, yes. Nicht And so they wie have jetzt. 300 fires. Und das sind 300 Feuers jetzt da. Hundreds of thousands of people have to be evacuated. Hunderttausende von Menschen müssen evakuiert werden. Is there a link here? Ist da irgendwelche Zusammenhang? Danke. Which book was that? LDE. Which This book? is last day events compilation. Christus kommt bald in Deutsch. Out of the cities, this is a message the Lord has given me. So, aus die Städte, das ist die Botschaft, die der Herr mir gegeben hat. The earthquakes or quakes will come. So, die Erdbeben werden kommen, The floods will come. die Überströmungen werden kommen And we are not to establish ourselves in the wicked cities. und wir müssen uns nicht in die schlechten Städte establish. Leben, ja. Ja, wir sollen nicht in diese schlechten Städte leben, Where the enemy is served in every way possible. wer die Feind gedient wird in jeder Art und Weise. 1906. Das ist in 1906. So we have this great call. By the way, this is my wife and I were working in a greenhouse here with some Hier other ist meine young Frau und people. ich im Gewächshaus am Arbeiten. This tree here is, you may not guess it from there. Nein, dieser Baum hier, ihr werdet es vielleicht nicht raten. God is very generous. This is an apple tree. Der Herr ist sehr gut, das ist ein Apfelbaum. Sorry, yes, it has several hundred kilos of apple. Es It was hat in wirklich Sweden. hunderte Kilos von Apfel. Was in Das Sweden. war in Schweden. Oh, das ist Bountiful place. ein sehr schöner Platz. Now I want to read here. It's a bit long, but I'll try to not to make it too long. It's about Jesus. I want to pause a minute to look to Jesus. Wir möchten einen kleinen Stopp machen, um nach Jesus zu schauen. Jesus came as a man to save men. Jesus kam als ein Mensch, um den Mensch zu retten. It says Jesus, when he came, Es sagt, Jesus, als er kam, he identified himself with the world's unknown workers or toilers. so identifizierte er sich selbst mit der die Yes. nicht bekannte Arbeiter, Yes. so die waren nicht. One of the great objections to the living in the country is that people says, well, I don't like it. I'm not ready for it. Die meisten Gründe, die Leute sagen, dass sie nicht aufs Land gehen möchten, sagen sie, ich mag es einfach nicht, ich bin noch nicht dafür. A lot of Bereit. people today are computer linked. I call the white collars people. Und viele, die sind jetzt so am Computer, wie sagt man das? White collar, Weiße Farbe. weiß Krage, weiß Krage. Also, It's an expression to Bluse mean, wahrscheinlich. you know, they have, they like to have nice shirts. And Also, stay. so die Menschen möchten gerne schön angezogen sein und wichtig. But it says Jesus followed the divine plan of education. Aber Jesus hat das göttliche Plan von Erziehung gefolgt. Do we want to follow Jesus? Und möchten wir Jesus folgen? Or do we want to follow ourselves? Oder möchten wir uns selber Here's folgen? a question. ist God eine is Frage. giving us an opportunity to follow Jesus really or to follow ourselves. Gott gibt uns jetzt eine Gelegenheit, ob wir wirklich Jesus nachfolgen möchten oder ob wir uns selber nachfolgen. He says he did not seek the things the schools of his time offered. So, er suchte nicht die Dinge, die die Welt angeboten hat. The last sentence is his education was gained directly from the heaven-appointed sources. Seine Ausbildung oder seine Erziehung
was direkt von den Himmlische. ja, der Himmel, aber man sagt, ist direkt von der Quelle des Himmels gekommen. Okay. What were those sources or Quellen? Was waren denn diese Quelle? And here we're told this is education, page 77. Erziehung 77 im Englisch. The first, I'm paraphrasing here, but it's exactly word for word what she says. Das ist eigentlich Number Wort one. für Wort, wie sie es sagt. She Das erste, places number one, the means of Jesus' training were number one, useful work. so, die Erziehung von Jesus war erstens eine gute Beschäftigung oder eine nützliche Beschäftigung, ja, Yes. Arbeit. Okay, number one, useful work. Nützliche Arbeit. He didn't go to the schools where they did not have any useful work. So, er ging nicht in die Schule, wo sie keine nützliche Arbeit They were gemacht sitting haben. all day and maybe studying the Bible a little bit and then the writings of man and Ja, so sie haben da gesessen und haben dann die Geschriften studiert und gesessen number two, the study of the scriptures. und dann das Studieren von der Heiligen Schrift. By the way, it doesn't say the reading of the scriptures. Es sagt nicht, wie sagt man das jetzt? Reading. Das Gelesene von der Heiligen Schrift. Gelesen hat, aber studiert hat. So. Ah. Yes. So, er hat es nicht nur gelesen, aber er hat es studiert. Okay, watch this. It's study of the scriptures. So, es ist wichtig, dass man den Heiligen Schrift studiert. Number three, of nature. Und Natur. Der Number dritte ist die four, Natur. from the experiences of life. Und er hat gelernt von den Erfahrungen des Lebens. Now, how many people or how many things here you take out? Usually, people are taking out usually on their program. So, welche Sache nimmt man normalerweise aus dem Programm raus? Now, let's say this is a Christian school, yeah. Lass uns sagen, es ist eine christliche Schule. So, in a Christian school, they have some reading and maybe a little study of the scriptures, the Bible. So, die meiste christliche Schule werden etwas lesen und etwas studieren über die Heilige Schrift. Usually, they don't study anything about nature. Normalerweise sie lernen nicht etwas über die Natur. Maybe they study a little bit about biology or chemistry, but they don't study nature in the light of scriptures. Vielleicht etwas über Biologie oder sonst etwas, aber nicht so, wie es in der Heiligen Schrift steht. Now, experiences of life, wherever you are, you have experiences of life, so you cannot go through without that one. Okay, man kann nicht ohne diese Erfahrungen, Lebenserfahrungen, weil jeder macht Okay? That Lebenserfahrungen. one they cannot take out. Das kann man nicht wegnehmen. But what about the first one? Aber was über die erste? What about useful work? Die nützliche Arbeit. Now, if you think about useful work and you put first on top of what is the most useful work, you tell me. Okay, wenn wir das nützliche Arbeit haben und wir würden etwas drüber schreiben, was würdest du da hinschreiben? Can we list there gardening? Könnte man da Gartenbau, Can Anbau we list there cooking? oder kochen Can we list there making bread? oder Brot backen? Ja, kann man das? Are we getting there? Nützliche Arbeit? Do you see in Jesus' plan when he came, Kann man sehen, dass in den Plan, als Jesus gekommen war, he brought everything back to the way it should have always been. so er brachte alles wieder dahin zurück, wie es Yes. eigentlich You see, in immer that schon sense, war. we can say that Sollte Jesus sein. was really a true reformer. Und darin kann man sehen, dass Jesus ein wirklicher He was a Reformist true war. He brought Reformation to its highest pitch. Er brachte wieder Reformation in seinem hohen Stelle. And then he continues, he says, these four things are God's lesson books. Und er sagt es weiter, diese 4 Punkte sind die Bücher, Lektionbücher. Von kann man Gott, sagen? Ja, von Gott. Okay, full of instruction Voll mit Instruktion. sagt to man. him who bring to them the willing hand. Number one, the willing hand. Für alle, die eine willige Hand haben.
the seeing eye ein sehendes Auge habe and the understanding heart. und ein verstehendes Herz haben. We're going to turn now to the second part of this program. Und wir gehen jetzt zu dem zweiten Teil von diesem Programm. Lately, this world has brought, the news have brought up to the front something we knew already a long time ago. So die Zeitungen und das News, die bringen jetzt eigentlich etwas auf die Vordergrund, was wir eigentlich schon längst wissen. Is that there is a crisis in food production, unprecedented crisis. Dass eine große Krise in der Nahrungsproduktion sein wird. Right now, there are officially 5 million children going to die this year from no food. Im Moment werden 5 Millionen von Kindern sterben in einem Jahr, gell? Hast du gesagt? In 1 year. Ja, Yes. weil Now- sie kein Essen haben. You have to be without heart to stay cold with that Du information. musst wirklich ohne Herz sein, wenn man dabei kalt bleibt. I've seen one child dying from Ich habe nur einmal ein Nutrition. Kind sterben sehen, weil es Ja. kein Essen gehabt in hat. Africa. Es war in Afrika. But of course, there's millions. Aber natürlich, es gibt Millionen von Kindern. It takes your heart out. It breaks your heart. Es wird dein Herz wirklich You never zerbrechen. forget. Das wird man niemals wieder vergessen. And people have seen thousands. Some commit suicide. Yeah. Und es gibt Leute, die sehen tausende Kinder sterben und die machen Selbstmord. It's a worldwide problem. Es ist ein weltweites Problem. Connect with the lack of food production And is the lack of pure water. Und damit verbunden von zu wenig Ernährung ist, weil da zu wenig Wasser ist. Did God knew about this? Wusste Gott schon über dieses? Did He told His people to go to the country to get a place with clear water? And Hat er uns schon gesagt, dass wir aufs Land gehen sollten, nach Plätzen gehen sollten, wo das Wasser noch rein ist? not from a selfish point of view. Und das natürlich nicht als nur aus egoistischer Gedanke. Because once you have a place like that, if you have a place Weil like wenn that, du so einen Platz hast, you are part of God's plan to have an ark. dann bist du ein Teil von Gottes Plan, um eine Arche zu haben. And God's plan is not to have just one, your ark, around. Und Gottes Plan ist nicht nur, dass du eine Arche hast, nur für dich. That's why God needs help. Dafür braucht Gott Hilfe. He needs your help. Er braucht deine Hilfe. He needs your particular help. Er braucht Definite help. genau deine Hilfe. There's no wrong job. Es gibt keine falsche Arbeitsstelle. But if you live in the days of the Ark of Noah, Aber wenn du in diese Zeit lebst von der Arche von Noah and you continue to do your good job, your und du machst rightful einfach job, deine gute Arbeit weiter, but you know that God has said, a flood is coming. aber du weißt eigentlich, dass Gott gesagt hat, da You kommt ein heard, you Flut. heard the prophet eine- of God, Und du hörst auch den Prophet Gottes and he said, help to build the ark. und er sagt, hilf mir, um die Arche zu bauen. God needs arks all around the world. Gott braucht ja Arche über die ganze Welt. We have a school in Africa with 500 children. Wir haben eine Schule in Afrika mit 500 Kindern Needs help. und es braucht dringend Hilfe. The people there need help Diese Menschen brauchen Hilfe, to learn to grow their own food. dass sie lernen, wie sie ihre eigene Nahrung verbauen oder They have the aufwachsen land. lassen können. They have the land. Sie haben Land. The government in Africa gave me 500 hectares free of charge to make a project. Wie sagt man Government in The German? state. The State? Ja. Der Staat. Staat. Regierung. Ja. Kann man es nochmal sagen, was du gesagt hast? The government of Congo gave me 500 hectares Ah, okay. to run a project. Okay, der Staat, die hat ihm 500 Hektar Land 1,000 gegeben. acres, yeah. About 1,000 acres, 500 hectares, Mhm. to open a project. Um dieses Projekt zum Laufen. There is a zu bringen. conspiracy of the devil to deprive humanity from food now.
So, es ist ein Ziel Satans eigentlich, um die Menschen von Nahrung ohne Nahrung zu lassen. Nahrung haben wir, Yes. das knapp wird. Ja, das Do ist you klar. know that over 50% of cereals, grains grown in the world today Weißt du, dass über 50% von die Getreide, die jetzt produziert werden, they are used for animal feeding, Das feeding ist- animals, dass es gebraucht wird dafür, um Tieren zu füttern, to make beefsteak, damit sie ein Steak haben, to ein make poultry, Fleisch und milk. und Milch und andere Milchprodukte. God gives blessing to the whole world, Aber Gott gibt einen Segen über die ganze Welt. but the selfishness of man takes it away from the mouth of those children who are Aber die dying. Egoismus von den Menschen nimmt es von dem Munde von diesen kleinen Kindern. If people would cut down their meat consumption by 30%, Wenn die Menschen so für 30% weniger Fleisch essen würden, there would be immense millions of tons of cereals that could go to those who do not have it. da würde Tonnen von Getreide da sein, die dann zu denen gebracht werden können, die nichts haben. And we could also, of course, teach them and give them the seeds so they could do their own farm and garden, which would be Natürlich, the better way. Wir können sie ja auch lernen, wie sie mit Samen, wie sie es selber verbauen können. Has Jesus given us a command to help the poor, to clothe the naked, to Hat feed the Jesus hungry? gesagt, dass wir uns um die Armen kümmern sollen und die Nackten zu kleiden? Can we continue in our own little selfish circle to do whatever we think is good for us? Können wir weiter so machen, dass wir nur um uns selber uns alles nur um uns selber dreht und das tun, was wir selber wollen? The Lord has blessed us with a wonderful place, Der Herr hat uns gesegnet mit einem wunderbaren Platz, with a wonderful waterfall, mit plenty einer of wunderschönen pure water. Wasserfalle, mit ganz viel Wasser, In a hot and dry country, this is a great blessing. mit einem kalten und auch warmes Land. Es ist ein richtiger Segen. There comes the question, can we grow ourselves healthy food? Können wir heutzutage noch gesunde Nahrung? Of course, yes, we Verbauen? can, if we follow God's plan, which Ja. is nature. Wir können es, wenn wir Gottes Plan folgen, und das ist How die did Natur. this is a tree, probably 120 meter high. Das ist ein Baum, ist bestimmt 120 Meter groß. How did it grow? Wie ist das gewachsen? Did it need man to grow? Bräuchte es Menschen, um zu wachsen? It's 2,000 some years old. Ist schon 2000 Jahre alt. It grew in California when there was no man there. Dieser Baum ist in Kalifornien, wo damals noch keine Menschen waren. Maybe that's why it's still so big. Wahrscheinlich ist es darum noch immer da. And how did it grow? Und wie ist es gewachsen? Out of the ground. Aus dem Boden. No chemical fertilizer. Kein chemischer, wie sagt man, Fertilizer. Yes. Keine chemische Anyway. Sache. We are learning from nature, friends. Wir how lernen to von der do Natur, meine a Freunde. better work. Wie kann man ein besseres Werk tun? There are three basics for natural, or we call it organic farming. Es gibt 3 Punkte, um Organic, so natürlich zu verbauen. Biologisch. One of the key, beside of course the selection of the proper plants to grow in your climate, Eine ist der Schlüssel, dass man eine gute Selektion oder Auswahl macht von die auch von Pflanzen, die in diesem Klimat, sagt man Klimat? Klima, sagt man das? Klima, wachsen. okay, is proper or good fertilization. Fertilization. Was ist Fertilization? Die Boden. Ja, Boden. Yeah, how do you fertilize? Kompost How to, oder wie sagen enrich? kann man? To build up the soil, yeah? Okay. Yes, we are following the forest. Our model is the forest. So, unser Modell ist das Wald. Okay, in the forest you have leaves falling down, branches. Im Wald, da fallen ja die Blätter und Stückchen Holz There are animals runter. dying on the ground. Und auch die Tiere, die sterben auf dem Okay, Boden. we reproduce this in a faster way through composting. Und das machen wir dann auf eine schnellere Art und Weise durch Kompost.
with mulch. Mulch. Mulch, ja. mit Mulch. Mulch, yeah. What is mulch? Mulch is anything organic drying on the soil. So, das ist alles, was Grass, biologisch ist, das straw getrocknet ist. clippings. So We have wie some Stroh. We have some picture coming. What we're doing is providing the best condition for the soil and for the life in the soil to develop. Wir möchten dafür sorgen, dass die Erde in der besten Kondition ist, um gesunde Pflanzen zu produzieren und Okay. eine gute Ernte. Okay? How does it work? Und wie macht man das? Okay, in short, the soil has three basic dimensions. So, die Erde hat 3 essentielle Dimensionen. The first is a physical Das ist die dimension. physikalische, sagt man das so in Deutsch? Physikalisch? That's the most visible part of the soil. Das ist das, was man sieht That's why an you der walk Erde. in the Darauf garden, you läuft walk. man. That's the mineral, the physical part. Das sind die Mineralien. Okay, you may have rocks, sand, Du hast clay soil. Steine, Sand oder Klei. It's Erde. important to determine which type of soil you're dealing with. Es ist sehr wichtig, dass man weiß, mit welcher Erde man zu tun hat. Then you have the chemical dimension. Dann hat man die chemische Dimension. In the soil you have thousands of chemicals, In der Erde hat man verschiedene Chemikalien. and you have to find and to build up to build a balance or a particular type of chemical balance, I would say, Und dann muss diese Chemikalien muss man in einen Balance bringen. which includes, of course, a correct pH in the soil. Und das hat natürlich auch damit zu tun, um ein richtiges pH Then you zu have haben. what we call the biological dimension. Und dann ist noch die biologische Dimension. It's different from the two others. Das ist sehr unterschiedlich von der This anderen. is the microlife and the macrolife Das that you have in the soil. Mikroleben in der Micro Erde. and macro, I mean the micro you don't see and the macro you see. Okay, der Like the Mikro, worms, a was worm, man nicht sieht, und der Makro ist das, was man sieht, You so wie have, Würmer. you have thousands and thousands of things Man in hat the soil. Man hat tausende von Okay. kleinen And it's- Tierchen im Erde. Okay. The physical part, we have a little action on that. Der physische Teil, We have a little influence aber on wir it. haben nicht viel Einfluss No, we have darüber. a little influence. Wir haben ein wenig wenig, Einfluss ja. darüber. If there are big stones, you take them out. So, wenn da zu große Steine sind, dann nimmt man die raus. Okay. If it's clay soil, too compact, well, there's not much you can do. Und wenn es arg gleich ist, der Erde, da kann man nicht so viel machen. And if it's sandy, you cannot change the nature of sandy soil, you just have to live with. Ja, und wenn es sehr sandartig ist in der Erde, kann man auch nicht so viel mit tun, da muss man dann Okay. mitleben. The chemical dimension, you can improve it. Die chemische Dimension, das kann man verbessern. And of course, the biological dimension, that's where you can work the most with by improving the situation. Und bei der biologischen, die kann man sehr verbessern. Okay, in a handful of good humus soil, rich in humus, Humus. in a humus, yeah. Humus, kann man das ist auch in Deutsch? Yeah. Oh ja, um das In dann zu handful- verreichern. Handful of humus, you have 50 to 500 million, Milliarden, billion bacteria. So, 50 Milliarden von Bakterien Ja. hat man in einer Handvoll von Humus. Rich soil. Aha, das ist, Humus is a end result of the process of degradation of organic materials. okay. Das ist ein Produkt von Organic materials. Organik, so biologische Materialien. Okay, living things, So, leaves, branches, Lebendige Dinge, grass, so Blätter und Okay. Gras und Stückchen even animal Wut. residue, whatever. Okay, and this combined produces what we call life in the soil. So, und das alles zusammen, das macht dann Leben in die Erde. Okay, practically it comes to make your own compost, you recycle everything, you can collect every organic ingredients you collect and you put in a certain shape and form. So This is called praktisch composting. bedeutet das, dass man seinen eigenen Kompost machen soll.
Okay, it's made of everything organic, from the kitchen, from Das ist the von leaves, the grass, alles the biologische neighbors Sachen, von keeping, der Küche. the forest things, Von and der you can Wald. even use, if you think it's possible for you to use, even some organic matters from animals like horse manure especially. Man selbst auch von Tieren, so wie zum Beispiel ein Pferd. Okay. Kompost, ja. The second basic is called green manure. Der zweite ist Green manure. Grüne Dünger. Dünner. Grüne Dünger. Grüne Dünner. Okay. Dünner. Cover crops, it's anything you grow to cover the soil. So Yeah? alle, um die Erde zu bedecken. In other words, you produce your own, on your land, you produce your own organic material. So du produzierst deine eigene biologische Material, Yeah. ingredients. Ingrediënten. One of them is, this is Eine von denen ist mustard seed, mustard. the small seed. Mosterdzaad, sagt man das auch? No, it's not raps, it's mustard. Senf. Senf. We use senf because it's growing very fast. Wir benutzen das, weil es sehr schnell wächst. Okay, raps is good in the winter, but raps takes a lot of nutrients from the soil and needs a lot of nutrients to grow. So, Raps sagt man das ist gut, aber es braucht viel, um zu wachsen. Mustard is better because it grows in 6 weeks. You have a crop and you can cut and bring it back into the soil. Okay, so Senf ist besser, weil es ist in 6 Wochen, um es wachsen zu lassen, und dann kann man es schneiden und das auf dem Boden legen. We also use even particular plants like marigold because they have an impact on the nematodes, some worms that will live in the soil and will destroy them. Aber sie brauchen auch, wie heißt das, diese Pflanze? Marigold. Marigold, weil das ein... Kennst du Marigold? No, marigold. Marigold, it's a flower. Ja, so etwas. Ja. Voilà, weil es einen Einfluss hat auch auf die Lebewesen in der Erde. Some worms and Auf die Wormen. negative worms, bad ones. Okay, we are sowing here Wir with sind this hier am little Säen mit we're einer Maschine. clay, yeah? Okay, the third one is mulch. We're using mulch between the plants. Those are like straw, all the straw, grass, to protect the soil, to cover the soil. Okay, wir benutzen dann das alte Gras und Stroh, um die Erde zu beschützen, abzudecken. There is many use for that. I'm going to tell you at the end what you can do, where you can learn all this. Okay, all the needs for plant: water, air, sunshine. Was die Pflanzen noch mehr brauchen, ist Wasser, frische Luft und Sonnenschein. There is particular ways and better ways to water the garden than others. Some are saving water, some are spending a lot of water. So. Es gibt viele Arten und Weisen, um Wasser zu geben. Man kann Wasser sparen oder ganz viel Wasser verbrauchen. Anya is writing a song at the moment about tilling and weeding, so maybe she can sing it soon. Is it so? Yes. Tilling and weeding, keeping the weeds out and the air in. That's the whole story about gardening. Yeah, so tilling and weeding. I don't know how you say it Tilling, in German. it's scratching the soil to get air in, weeds out. Ja, es ist, um die Erde zu bewerken, damit es locker wird. Wie nennen wir das in Deutsch? Sagt man das locker? Lockern und dann Unkraut jäten. You get the air in and the weeds out. Damit dus de Unkraut raus ist und frisch in der Luft rein. Okay? Air is vital in the soil. It's like for our lungs, our body needs. Frische Luft ist sehr wichtig Like für die. growing different crops on the same place. Particular crops have rotation. Yes. At the end of it, you have one of the greatest joy in life. It's called the joy of harvest. Ja, und es ist eine Freude, wenn man dann die Ernte hat. It makes children happy. Das machen die Kinder glücklich. It pays more than a good salary at the bank. Ja, und das ist Bank. This is my bank here. Ja, das sind die Pumpkins. That's my bank. Das ist ein Bank. Yeah. Account, wie ja. sagt man das? It's my bank here. Das ist ein Bank.
It's sind food for the Kürbisse, winter. ja. Das ist das Essen für den Winter. Yeah? When you have this, they keep 1 year. Sie sind ein From Jahr one haltbar. harvest to the next harvest. Von einer Ernte bis zu der nächsten. This is grape juice making. Und hier machen wir unsere eigene Grapefruits. Our students and helpers are Grapsaft, danke. putting the fresh juice in a bottle, and we are canning up to 2,500 bottles a year. So es sind so 2000 von Flaschen in ein Jahr. This is our valley. Das ist unsere You can Valley, see the river here. Unser Tal. Tal. Das ist unser Tal. This is a waterfall. Das ist der Wasserfall. It doesn't look big, but it's very big. Yeah, it's about 20 meters Sieht wide. nicht so breit aus, aber ist ziemlich groß, 20 This Meter is lang. in spring or summer. The main thing, friend, is to prepare. Und das Wichtigste ist, dass wir uns vorbereiten. And when do you prepare? Und was bereiten wir uns vor? Now. Jetzt. In heaven, you won't have to prepare. Im Himmel brauchen wir In uns nicht heaven, you enjoy the vorzubereiten. gardens for eternity. Im Himmel werden wir genießen für die Ewigkeit von die Garten, die wir da haben. Sorry? I would mess up the garden. No way. if I were- We'll show you first day what to do. First day you work on compost. Second day we'll show you some other things. No problem. And we tell all of us, all of you, Und wir sagen euch alle, you're all welcome to come and see. ihr seid alle ganz herzlich eingeladen zu kommen Now, und zu schauen. important, God is calling everyone to this work. Ganz wichtig ist, dass Gott ruft jeder von uns zu dieser Arbeit. This is not about saving your skin. Es ist nicht über, dass wir unsere Haut erretten wollen. This is about entering God's last calling. Es geht um die letzte Ruf Gottes, da hineinzugehen, kann man das so sagen? Have you ever been on a Eingehen, train? ja, oder nachzufolgen. Have you ever been on a train Wart ihr schon mal auf einem Zug? when they call for people for restaurant, restaurant wagon, Und dann kommt so eine international trains? da ist ein Restaurant And da they in call dem Zug. Und dann wird dann kling, 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 last meal, last serving. die letzte Bedienung, sagen wir so, letzte Bedienung. And then if you go 10 minutes later, this is Und wenn wir it's dann 10 closed. Minuten später kommen, dann sagt man, es ist